Arthur Morgan ist ein Gesetzloser. Er plündert, er überfällt, er tötet. Seine Gang rund um Anführer Dutch zieht durchs Land und ernährt sich von Raubüberfällen, sei es auf Kutschen oder auf größere Ziele wie ganze Züge, die ausgeraubt werden. Eines Tages geht allerdings ein großer Überfall in der Stadt Blackwater gewaltig schief, wodurch die Gang gezwungen ist, in die Berge zu fliehen und unterzutauchen. Kopfgeldjäger und Gesetzeshüter sind ihnen schließlich dicht auf den Fersen. Die Geschichte um Red Dead Redemption 2 erzählt von einer Bande, die immer weiter in den Abgrund reitet, von Standort zu Standort flüchtet, mit der Hoffnung, hier endlich den großen Coup landen zu können, aber sich immer weiter selbst verliert. Es ist eine Geschichte über Ehre und ob Loyalität es wert ist, seine eigenen Ideale zu verkaufen. Ich habe dieses Spiel vor kurzem das erste Mal erlebt und ich will darüber reden, was es für mich so großartig macht und warum Red Dead Redemption 2 in meinen Augen ein Meisterwerk ist. Spoilerwarnung hier natürlich, ich werde in diesem Video hier über alles reden, also wenn du Red Dead Redemption 2 noch spielen willst, dann solltest du das tun, bevor du dieses Video hier schaust. Chapter 1 der Story beginnt wie gesagt in den verschneiten Bergen, um sich vor den Gesetzeshütern aus Blackwater zu verstecken, und es ist wohl der unbeliebteste Teil des gesamten Spiels. Es ist langsam und man sieht von der Welt nicht viel, außer halt Schnee überall, aber um ehrlich zu sein, will ich es nicht anders haben. Man hätte das Spiel auch mit dem tatsächlichen Überfall in Blackwater beginnen können, dass man es selbst spielt und viel Action hat, ähnlich wie in GTA 5 zum Beispiel, aber ich bin froh, dass sie eine andere Route eingeschlagen haben. Es hat mich direkt viel neugieriger gemacht, über diesen Überfall nur aus Erzählungen zu hören und wie dieser Überfall so gewaltig schief gelaufen sein soll. Es hatte für mich etwas Mysteriöses und in Kombination mit dem Wetter und der gesamten Umgebung direkt so einen einzigartigen Vibe erzeugt. Man reitet durch den Schnee und mir wurde direkt kalt auf der Couch. Das Ziel der Gang ist klar: aus den Bergen entkommen und genug Geld zusammenbekommen, um endgültig aus Amerika zu flüchten. Die Story spielt im Jahre 1899, das Ende der Ära des Wilden Westens. Die Industrialisierung schreitet immer weiter voran und es ist kein Platz mehr für Gesetzlose wie Dutch und seine Bande. Sie schaffen es, genug Vorräte zusammenzubekommen und schließlich aus den Bergen zu fliehen, um sich ein neues Lager in der Nähe der Stadt Valentine aufzuschlagen. Hier beginnt Chapter 2 des Spiels und in Kontrast zu Chapter 1 ist das wohl das beliebteste Chapter des gesamten Spiels. Hier war die Welt noch in Ordnung und hier beginnt das Game auch erst so richtig. Wir verlassen endlich den Schnee und können in der gesamten Welt rumreiten, um zahlreiche Beutezüge zu unternehmen. Fast noch wichtiger aber, wir haben endlich ein vernünftiges Camp und können die anderen Gangmitglieder richtig kennenlernen. Das ist nämlich das Herz des Spiels, die Charaktere. Die Bande, in der Arthur Teil von ist, sind nicht einfach irgendwelche anderen Leute, mit denen man halt Missionen macht. Sie fühlen sich wirklich wie Familie an. Alle haben ihre eigene Persönlichkeit und mit jedem kann man im Camp interagieren, was zu anderen Dialogen führt, je nachdem, was storymäßig zuletzt passiert ist. Nicht nur das, auch wenn man sich lange nicht rasiert hat oder lange nicht gewaschen hat oder sonst irgendwas gemacht hat, ändert sich immer der Dialog mit deinen Partnern. You spoken to Dutch since you got back? Oh, look. It's Santa Claus. Santa Claus. Man sitzt am Lagerfeuer, spielt Spiele oder hört einfach nur zu, wie die NPCs auch untereinander reden. Das Camp fühlt sich so lebendig an und man fängt wirklich an, sich um seine Mitstreiter zu kümmern. Wenn man einige Ingame-Tage in der Welt unterwegs ist, ohne sich im Camp blicken zu lassen, kommen andere Mitglieder der Bande nach einem schauen, um zu sehen, ob es einem wirklich gut geht. Das ist so cool. Es ist bei mir am Anfang etwas zu kurz gekommen, da ich das aus keinem anderen Videospiel kenne, aber mit der Zeit habe ich wirklich einige Stunden im Camp verbracht, einfach nur um neue Dialoge zu hören und die Charaktere besser kennenzulernen. Das Wichtigste bei der Gang ist nämlich, dass niemand einfach nur so hier ist, um sich die Taschen vollzuschlagen oder um die anderen auszunutzen. Jeder ist hier aus Respekt vor Dutch. Dutch ist natürlich kein Engel, genauso wie niemand hier aus der Gang. Wir sind schließlich raubende und tötende Outlaws, aber
aber immer mit einer gewissen Ehre. Wir retten Leute, die gerettet werden müssen, erschießen Leute, die erschossen werden müssen und ernähren Leute, die ernährt werden müssen. Das ist ein Zitat von Dutch aus Chapter 1 und ich finde, es zeigt gut, wie er denkt. Am Anfang des Spiels wird Sadie gerettet, eine frisch gemachte Witwe, die ihren Mann verloren hat und nun nicht mehr weiß, wohin. Dutch hätte Sadie nicht retten müssen, er hat keinen großen Vorteil dadurch, aber er hat es gemacht und ich denke, das ist, warum jeder Dutch respektiert und gerne Teil seiner Gang, aber auch Teil seiner Familie ist. Dutch ist charismatisch und weiß mit seinen Ansprachen, wie er die Leute um sich rum motivieren kann. Arthur selbst ist schon seit Kindestagen mit Dutch unterwegs und betrachtet ihn deshalb als eine Art Vaterfigur. Man spürt den Respekt und die Loyalität an jeder Faser, wenn man dieses Game spielt. Arthur ist generell ein interessanter Fall. Als die ersten Trailer für das Game rauskamen, hatte niemand Bock auf ihn, da John der Main Character am ersten Red Dead war und dazu auch noch ein sehr beliebter. Wieso sollte John im Prequel irgendein Side-Character werden und irgendein random Typ der neue Main-Character? Dann kam das Spiel raus und er ist einer der beliebtesten Charaktere in Gesamt-Gaming. Warum? Arthur ist der Mann für die Drecksarbeit. Man geht mit ihm raus und raubt unschuldige Leute aus, tötet sie und erpresst sie. Es wird teilweise wirklich unschön mit Familienvätern, bei denen wir Geld eintreiben müssen, was garantiert keine unfassbar gravierenden Folgen für uns haben wird. Nachdem besagter Vater stirbt, kommt Arthur zu der jetzt Witwe zurück und fordert erneut Geld auf skrupelloser Art. Obwohl Arthur so viele moralisch schlechte Dinge macht, kann man irgendwie nicht anders, als ihn zu mögen. Es ist einfach seine Art, er hat immer einen lustigen Spruch auf Lager. They got Micah and the sheriffs in Strawberry, and there's talk of hanging them. Here's open. Arthur, what? Ich hab's auf jeden Fall genossen, diese Welt mit Arthur zu erkunden. Die Game Design Philosophie von Red Dead Redemption 2 ist ganz klar Realismus und das ist immer eine riskante Entscheidung. Realismus in Videospielen ist nämlich nicht immer eine gute Sache. Allein grafisch gesehen neigen realistische Videospiele oft dazu, schlechter zu altern. Wenn man sich 20 Jahre alte Spiele anschaut, die realistisch sein wollten und man sie mit sehr stilisierten Videospielen vergleicht, erkennt man recht schnell, was den Test der Zeit besser überstanden hat. Man kann argumentieren, dass es heutzutage anders ist, da Videospiele mittlerweile teilweise wirklich wie die echte Welt aussehen, aber ich würde da auch nochmal 20 Jahre warten und schauen, wie alles altert im Vergleich zu, keine Ahnung, Fortnite oder so, irgendwas, was halt cartoony aussieht. Das viel größere Problem ist aber oft das Gameplay. Ich spiele Videospiele, um Spaß zu haben und wenn manche Sachen zu realistisch sind, machen sie keinen Spaß, sondern nerven einfach nur. Ich will nicht 2 Jahre zum Nachladen einer Waffe brauchen, obwohl ich im echten Leben vermutlich wirklich 2 Jahre brauchen würde. Man will in der Regel einfach ballern, zack und dann weiter und zu krasser Realismus kann den Spielspaß in vielen Punkten ausbremsen. Den Weg zu gehen und ein Spiel vom Gameplay her so realistisch wie möglich zu machen, ist also ein echter Drahtseilakt, da man abwägen muss, was man realistisch macht und bei welchen Sachen man darauf scheißt, um den Spielspaß aufrechtzuerhalten. Und Rockstar hat bei diesem Spiel wirklich gekocht. Anders als in GTA ist es in dem Spiel nicht möglich, alle seine Waffen bei sich zu tragen und beispielsweise einfach einen Raketenwerfer aus der Hosentasche zu holen. In Red Dead Redemption 2 hat man 4 Waffenslots, 2 an den Hosenträgern für kleinere Pistolen, einen am Rücken und einen an den Schultern. Alle anderen Waffen sind in der Tasche von deinem Pferd, weshalb man sich vor jeder Mission entscheiden muss, welche Waffen man tatsächlich mitnehmen will. Das ist eine gute Lösung, da es nicht nur realistischer ist, sondern auch eine gewisse taktische Komponente mit ins Spiel bringt. Es nervt nicht, sondern hilft mir mehr in dieser Spielwelt zu versinken. Die Kunst dahinter ist wirklich abzuwägen, was man realistisch umsetzt und was schlichtweg einfach nur umständlich wäre. Es gibt zum Beispiel auch verspielte Mechanics in dem Spiel, die nicht viel mit Realismus zu tun haben, wie das Dead Eye. Eine Möglichkeit, ganz viele Gegner auf einmal in Zeitlupe umbringen zu können, wie es das Klischee des Revolverhelden eben besagt, wie Lucky Luke, der schneller schießt als sein Schatten. Wie uncool war Lucky Luke eigentlich? Können wir kurz darüber reden? Hat ihn als Kind irgendjemand gefeiert? Um ehrlich zu
zu sein, war der gesamte Wilde Westen für mich immer ziemlich uncool. Habt ihr Zurück in die Zukunft 3 gesehen? Der gesamte Film ist lame, weil der Wilde Westen irgendwie lutscht. Das war so eine Sache, die mich immer ein bisschen vor Red Dead abgeschreckt hat. Also ich wusste, dass es wohl ein gutes Spiel sein wird, aber das gesamte Thema Wilder Westen und Cowboys war in meiner Vorstellung irgendwie langweilig. Man entscheidet sich als kleiner Junge, ob man Dinos, Piraten, Ritter oder Cowboys cool findet, und Cowboys waren bei mir kein Thema, okay? 100 Stunden Red Dead später und mein Arsch schaut Wilder Westen Dokus auf ARD Mediathek. Ich habe durch das Spiel so Bock auf diese gesamte Epoche bekommen und der Hauptgrund dafür ist die Open World. Wow. Red Dead Redemption 2 hat eventuell die beste Open World, die ich jemals gesehen habe, weil immer irgendwas passiert. Man reitet rum und trifft interessante NPCs, findet Hütten, in denen es Rezepte gibt, Höfe, die man ausrauben kann, Schätze oder einfach so interessant aussehende Landschaften, die man näher erkunden will. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Cowboy. Ein cooler Cowboy, nicht Lucky Luke. Es ist einer der immersivsten Videospielerfahrungen, die ich jemals gemacht habe, und zu einem großen Teil liegt es an der Tierwelt im Spiel, die ich nochmal extra hervorheben muss. Es gibt knapp 80 verschiedene Tierarten in dem Spiel und dazu fast 200 Unterarten. Je nachdem, wo man sich befindet, in den Bergen, Wüste, Sumpf, Mediterran, Wiese, überall findet man andere Tiere und es fühlt sich wirklich so an, als wäre diese Welt lebendig. Wenn man Tiere erschießt und sie ein paar Ingame-Tage auf dem Boden lässt, kann man sehen, wie diese Tiere nach und nach verwesen. Man kann Vögel beobachten, wie sie andere Tiere jagen, seien es Fische oder Mäuse oder Schlangen. Wenn man einen Wolf erschießt und abwartet, kann es sein, dass andere Wölfe kommen und anfangen zu heulen. Füchse machen diesen Scheiß im Schnee, den sie auch tatsächlich im Real Life machen, mit der Hoffnung, irgendwas zu fangen. Diese Welt ist wirklich am Leben. Die Tiere sind natürlich nicht einfach nur zur Deko da. Man kann sie jagen und mit dem Fleisch und dem Fell einiges craften. Hier sieht man auch nochmal wunderbar den Spagat zwischen realistisch, aber nicht zu realistisch. Mit Hilfe des Dead Eyes sieht man die Fährten der verschiedenen Tiere, was natürlich im Real Life nicht ganz so funktioniert, aber einfach spaßiger fürs Game ist. Es macht so viel Fun, durch irgendwelche Landschaften zu schleichen und neue Tiere zu verfolgen. Teilweise braucht man auch Köder, die man sich vorher craften muss, um bestimmte Tiere anlocken zu können. Hat man das Tier erlegt, muss man es erstmal häuten, und hier hat Red Dead 1 noch die einfache Route genommen und einfach die Kamera vom Tier weggedreht, das gerade gehäutet wird. Nein, nicht in diesem Spiel. Häutet man einen Hasen, reißt man den Shit aus seinem Arschloch runter. Wenn man größere Tiere häutet, kann man die Haut wieder mal nicht einfach in seine unendlich große Tasche legen, wie es viele andere Spiele machen würden, sondern muss sie auf seinem Pferd verstauen, um sie ins Lager bringen zu können, oder zu einem Trapper, damit er einen geilen Mantel daraus zaubern kann. Das alles sorgt generell dafür, dass das Spiel sehr langsam ist. Es ist nicht ein fast-paced Game, in dem du durchrennst und zack, zack, zack. Wenn du ein Haus plünderst, musst du jede Schublade einzeln öffnen und jeden Gegenstand einzeln rausnehmen. Viele Story-Missionen starten damit, dass du am Anfang einfach nur 10 Minuten lang rumreitest, während du einen Dialog zuhörst, und es wurde einfach nicht langweilig. Vor allem, da man nach diesen 10 Minuten oftmals einfach eine halbe Stadt umbringt oder so. Diese ganzen Sachen sorgen dafür, dass das Spiel zu einer wirklich sehr immersiven Erfahrung wurde und man wirklich in der Spielwelt versinken konnte. Das Vorgehen von der Gang rund um Dutch folgt einem ganz klaren Muster. Man errichtet ein Camp und taucht unter, will Geld verdienen, um sich aus dem Staub zu machen, aber zieht im Zuge dessen so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass Pinkertons einen entdecken und man ein neues Camp errichten muss, um wieder unterzutauchen und Geld zu verdienen. Es ist quasi ein unendlicher Teufelskreis und bei jedem neuen Camp wird es immer schlimmer und schlimmer. So schlimm, dass man dem Unvermeidbaren nicht mehr ausweichen konnte. Falls ihr übrigens einen noch größeren Stil begehen wollt als Arthur, die Rotten Mushroom Sachen sind momentan krass im Sale. Das hier könntest du sein, überlegst dir also ganz gut und check gerne den Shop aus, erst ganz oben in der Beschreibung verlinkt.
Nachdem wir das Camp bei Valentine nach einem Massaker verlassen müssen, fliehen wir in die Nähe der Stadt Rhodes, um hier unser neues Lager aufzuschlagen. Wir geraten inmitten eines Familienstreits zwischen den Greys und den Braithwaites, da Dutch es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich auf die Seite beider Familien gleichzeitig zu stellen, um so viel Geld wie möglich aus beiden rauszubekommen. Dutch überschätzt allerdings ein wenig seine Genialität, da beide Familien davon Wind bekommen. Die Greys erschießen unseren Freund Sean, rest in peace, und die Braithwaites entführen den kleinen Jack, den Sohn von John und Abigail. Natürlich eine sehr schockierende Angelegenheit, aber ich bin sehr froh, dass das passiert ist, da wir dadurch den vielleicht krassesten Shot im gesamten Spiel bekommen haben. Wir brennen das Anwesen der Braithwaites nieder und erfahren, dass sich Jack in der Stadt Saint-Denis aufhält. Diese ganze Aktion hat natürlich nicht viel mit Untertauchen zu tun, weshalb wir wieder unser Camp wechseln müssen, um vor den Pinkertons zu fliehen. Generell wirkt es so, als würde Dutch immer mehr durchdrehen, je öfter seine Pläne schieflaufen. Die Tahiti-Psychose hat offiziell begonnen, Leute. He's willing to take us to Australia or Tahiti. Does this trolley go to Tahiti? I hope so. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Is this Tahiti plan really gonna work out? But the plan. Every plan is a good plan. The plan! One last time! This boat ain't going to Tahiti by any chance. Dutch will das Land verlassen, um nach Tahiti zu fliehen, und er ist schon fast besessen von diesem Plan. Die Mission ist es jetzt, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um den Tahiti-Sprung zu ermöglichen. Und wo geht das besser als in der Metropole Saint-Denis? Als ich hier das erste Mal war, saß ich so vor dem Screen. Es ist die einzige große Stadt auf der Map und man kann das industrielle Zeitalter hier förmlich spüren. Man sieht den Qualm der Fabriken am Horizont, alles ist irgendwie so dreckig, grau und trist. Sachen wie Pferdekutschen neben moderneren Erfindungen wie Straßenbahnen zu sehen, symbolisiert für mich perfekt den Umbruch, der während dieser Epoche stattfand. Der alte wilde Westen neigt sich immer mehr dem Ende zu und auch der unzivilisierte Westen wird immer mehr zu einer industriellen Siedlung mit Gesetzen. Es ist der Kontrast zwischen den klassischen Westernstädten, die wir vorher gesehen haben, und dieser neumodischen Metropole, wie sie Saint-Denis ist, der mich nochmal in die Realität geholt hat, in welchem Zeitalter diese Geschichte eigentlich spielt. Abgesehen davon gibt es hier aber auch so viel zu entdecken. Man kann sich Aufführungen ansehen, man kann shoppen gehen oder in ein Saloon und gamblen. Die Gambler-Challenges sind so ziemlich das Schwerste am gesamten Spiel, weil es einfach nur Glück und Beten ist. Aber ich liebe Glück und Beten. Wir befreien den kleinen Jack und begeben uns zum letzten großen Bankraub. Dutch hat einen Plan. Wir rauben diese Bank aus und fliehen ein für alle Mal nach Tahiti. Leider geht dieser Bankraub katastrophal schief. Jose wird vor unseren Augen erschossen, Lenny ebenfalls, John wird verhaftet und wir fliehen auf ein Schiff, um den Pinkertons zu entkommen, nur damit wir schiffbrüchig werden und auf Guarma landen. Guarma ist neben Chapter 1 wohl der nächst unbeliebteste Teil des Spiels. Und diesmal stimme ich zu. Dass man auf einmal auf Guarma ist, war ein krasser Twist für mich und storymäßig ist das alles unfassbar spannend. Aber warum werden wir jetzt 2 Stunden in einen random Krieg verwickelt, um von der Insel zu fliehen? Es hat sich irgendwie angefühlt wie Filler und ich war froh, als wir die Insel wieder verlassen konnten. Wir sind zurück im altbekannten Land, aber alles ist anders. Eine Sache, die ich an diesem Spiel zu schätzen weiß, ist, wie sich jeder Charakter in gewisser Weise weiterentwickelt. Auch die Nebencharaktere, die nicht viel zur Story beitragen. Reverend Swanson ist am Anfang der Geschichte ein alkoholsüchtiger Idiot und am Ende ein nüchterner Prediger, der die Gang verlässt, um in New York seinen Glauben zu verbreiten. Sadie wird von einer trauernden Witwe zu einer coolen Kopfgeldjägerin. Uncle wird von einem faulen Bastard zu... Ja gut, er bleibt bis zum Ende ein fauler Bastard. Und Micah bleibt einfach nur ein Bastard. Es sind diese Sachen, die man nur erfährt, weil man auch wirklich Zeit mit den Charakteren verbringt und die diese Welt so lebendig anfühlen lassen. Die beiden Figuren im Spotlight sind aber natürlich Dutch
und Arthur. Dutch befindet sich schon länger in einer Abwärtsspirale. Man merkt, dass er immer mehr den Verstand verliert, je öfter ein Plan schief läuft und je öfter seine Entscheidungen in Frage gestellt werden. Der letzte Nagel im Sarg ist der Tod von José gewesen, der bis dahin die Stimme der Vernunft für Dutch war und ihm beratend zur Seite stand. Jetzt, wo das nicht mehr da ist und stattdessen Micah diese Rolle eingenommen hat, der schlimmste Einfluss der Welt ist, kann Dutch nicht mehr gerettet werden. Er wird immer skrupelloser und fängt an, Menschen einfach zu töten, die sich ihm in den Weg stellen, egal ob es sich hier um eine alte Frau handelt oder nicht. Eine Sache, die sich ganz klar mit dem beißt, wie Dutch am Anfang des Spiels gehandelt hat. Ehre ist hier kein Konzept mehr, es geht nur noch darum, seine Pläne irgendwie in die Tat umzusetzen. Er weigert sich, John aus Polizeigewahrsam zu retten und würde sogar in Kauf nehmen, ihn hängen zu sehen, da diese Rettung nicht in seine Pläne passt. Das ist derselbe Dutch, der vorher noch Sadie gerettet hat und ganze Familien ausgelöscht hat, um Jack zu retten. Das ist derselbe Dutch, der vorher noch gepredigt hat, Leute zu retten, die gerettet werden müssen. Man kann sich fragen, ob sich Dutch mit der Zeit wirklich verändert hat oder ob der Stress, der mit den ganzen Fehlschlägen einhergeht, einfach nur der Auslöser dafür ist, dass er jetzt sein wahres Gesicht zeigt, das er vorher einfach gut zu verstecken wusste. Der neue Dutch ist ein selbstgerechter Mensch. Er hat immer einen Plan und diese Pläne dienen dem alleinigen Zweck, seine egoistischen Ziele zu verwirklichen, ohne auf die Menschen um sich rum zu achten. Die Ureinwohner, die am Ende des Spiels nochmal relevant werden, zeigen das perfekt auf. Dutch hat jegliche Moral verloren und ordnet seinen eigenen Begierden alles andere unter. Wenn irgendwas schief geht, ist es nicht seine Schuld, sondern einfach nur Pech oder die Schuld der Leute, die an ihm zweifeln, wie es Arthur im Laufe der Geschichte immer öfter gemacht hat. Arthur durchläuft eine ähnliche Entwicklung wie Dutch, jedoch in eine komplett andere Richtung. Nachdem er aus Guarma zurückkehrt, bricht er auf den Straßen von Saint-Denis zusammen, woraufhin er die Diagnose bekommt, Tuberkulose zu haben und garantiert daran sterben wird. Das hat er von dem Typen hier übrigens. Scheiße gelaufen. Arthur fängt an, sein Leben und seine Entscheidungen zu hinterfragen. Er fängt an, Dutch zu hinterfragen und denkt darüber nach, was sein Vermächtnis ist, wenn er diese Welt verlässt. I guess I'm afraid. Wenn man das Journal von Arthur im Laufe des Spiels liest, was eines der coolsten Features im gesamten Spiel ist, merkt man, dass es ihm keinen Spaß bereitet, Geld von Schwächeren zu fordern oder wahllos zu töten. Diese gute Seite, die schon immer in ihm schlummerte, wurde durch seine Diagnose aber endgültig freigesetzt und ist ein Hauptauslöser für seine Redemption. Der Charakter von Arthur ist unfassbar komplex geschrieben und obwohl es am Anfang so schien, als wäre er nur ein weiterer durchschnittlicher Outlaw, als wäre er ein weiterer dreckiger Dan, auf den niemand Bock hat, kam sein wahres Ich am Ende zum Vorschein. Und ich denke, jeder hat ihn an dem Punkt angefeuert und ins Herz geschlossen. Es ist diese gegensätzliche Entwicklung von Arthur und Dutch, die diese Geschichte so genial macht. Wo am Anfang ein unzertrennliches Team war, erkennt man mit der Zeit, wer ein guter Mensch ist und wer am Ende des Tages nur seine niederen Ziele erreichen will, koste es, was es wolle. Arthur setzt alles daran, John aus dem Gefängnis zu retten und ihm mit seiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen, bevor sie mit Dutch und seiner Gang vor die Hunde gehen. Auf seiner Rettungsmission erfährt er außerdem, dass Micah eine Ratte ist, die Informationen an die Pinkertons weitergegeben hat. Kein Rockstar-Game ohne einen Verräter in der Story. Wir konfrontieren Dutch und den Rest mit dieser Erkenntnis, aber statt uns zu glauben, hält Dutch Arthur und John für die Verräter, was in eine große Flucht der beiden mündet. Arthur bleibt zurück, um John Zeit zu verschaffen und wir haben unseren letzten Showdown mit Micah, den wir natürlich nicht gewinnen können, da Arthur ab dem Punkt ein schwerkranker Mann ist. Arthur gewinnt den Kampf gegen Micah zwar nicht, aber er gewinnt auf einer gewissen Weise trotzdem, da er John ein Leben ermöglicht hat, fernab von der ganzen Welt der Gesetzlosen. Es gibt verschiedene Endings in dem Spiel, je nachdem wie gut oder schlecht ihr euch im Laufe des Spiels verhalten habt, aber das Canon-Ending für mich persönlich ist, wie Arthur friedlich stirbt, während er den Sonnenaufgang betrachtet. Die Alternative ist, wie wir einen Headshot von Micah bekommen. Das muss wirklich nicht sein.
Im Epilog sehen wir John, wie er es schafft, ein ruhiges Leben mit seiner Familie aufzubauen, was ganz im Sinne von Arthurs Willen war. Ob das ruhige Leben so ruhig bleibt, sei mal dahingestellt. Red Dead Redemption 2 ist bis heute eines der teuersten Videospiele, die jemals produziert wurden, mit einem Budget von schätzungsweise 500 Millionen $. Das Geld wurde aber gut investiert, da man bereits am Release-Wochenende einen Gewinn von 700 Millionen $ verzeichnen konnte und bereits mehr Exemplare verkauft hat als Red Dead 1 in seiner gesamten Lebensspanne. Die Kosten für diese Spiele ergeben durchaus Sinn. Die Voice Actor waren nicht nur Voice Actor, sondern mussten alle Szenen in Motion Capture Kostümen nachstellen. Die haben ganze Pferde in Motion Capture Kostüme gesteckt. Das teuerste Videospiel aller Zeiten ist Stand jetzt übrigens Monopoly Go mit Marketingkosten von um die 1 Milliarde $. Ich dachte, ich lasse euch das mal wissen. Red Dead Online kam parallel zu dem Spiel raus und eigentlich ist das ein No-Brainer. Einfach coole Western-Missionen zusammen mit deinen Freunden und Leuten aus aller Welt. Wie konnten die das verkacken? An dem Punkt hat dann leider doch die Gier gewonnen. Wenn man die Preise für Gegenstände und Waffen aus Red Dead Online mit denen aus der Story vergleicht, sieht man relativ schnell, was Sache ist. Alles ist super teuer und auf der anderen Seite bekommt man nicht wirklich krasse Belohnungen für Missionen. Die einzigen Möglichkeiten, die man hat, ist es zu grinden wie ein Weltmeister oder halt echt Geld auszugeben. Rockstar hat bisschen den Vogel abgeschossen mit dem Melken von Red Dead Online auf Kosten des Spielspaßes. Es gab viele Trolls, viele Bugs und Updates kamen immer seltener. Mittlerweile ist der Support von Red Dead Online komplett eingestellt worden, damit man sich auf das weitaus lukrativere Geschäft von GTA Online konzentrieren kann. Ist schade, aber so funktioniert das eben. Ich habe noch nie so eine Gaming-Erfahrung gehabt wie mit Red Dead Redemption 2. Die Welt, die Charaktere, die Geschichte, die dieses Videospiel erzählt. Es wurde hier etwas ganz Besonderes erschaffen und ich denke, es wird etwas Zeit vergehen, bis ein anderes Videospiel an dieses Erlebnis rankommt. Dankeschön fürs Zuschauen.